Wie steht es hier gerade um Binance? Es gibt immer mehr Informationen, die publik werden und auch der Kryptowährungssektor, der reagiert gerade. Wir sehen einige Preise hier purzeln. Wir gucken uns nochmal einige Informationen diesbezüglich an. Bleib also gerne bis zum Ende des Videos dabei. Und damit starten wir direkt in das allererste Thema. Wir sehen gerade, dass der Kryptowährungsmarkt wieder einmal reagiert. Wir haben erst vor wenigen Tagen mitbekommen, dass zum einen der Leitzins angepasst worden ist und aufgrund dieser eigentlich relativ guten Situation gab es eben auch eine Preisanpassung. Nun sehen wir aber, dass sich der Kryptowährungsmarkt, gerade wenn es um den Preis geht, wieder etwas rückläufig bewegt. Gerade wenn wir uns CoinMarketCap ansehen, dann sehen wir hier 3,69% im Minus, wenn es um die gesamte Marktkapitalisierung geht, und auch der Bitcoin selber ist um knapp 3,07% gefallen. ETH zum Beispiel 5,15% und die meisten anderen Altcoins sind diesem Beispiel natürlich wieder einmal gefolgt. Und die Frage ist nun, warum das eigentlich gerade der Fall ist. Es gibt hier nämlich eine Menge Binance FAT. Und genau dieses Thema beschäftigt uns seit einigen Tagen. Wir haben ja vor allem vor einigen Wochen schon mitbekommen, dass FTX kollabiert ist, davor Terra Luna, und dazwischen gab es dann noch einige weitere Kryptounternehmen, die nicht mehr wirklich weiterhin arbeiten konnten, die große Probleme hatten, riesige Löcher, die sie nicht mehr stopfen konnten, und gerade aus vor allem der Situation mit FTX, der drittgrößten Exchange, die wir jemals hatten, ist es nun mal absolut wichtig und sollte jeder abgeleitet haben, dass er heute seine Bestände unbedingt selber verwalten sollte, denn in dem Moment, wo du deine Bestände auf einer Exchange hast und diese Exchange kollabiert, ist es nun mal so, dass du all deine Bestände verlieren wirst. Du bist am Ende Gläubiger und kannst lediglich einen Antrag stellen, um irgendwie nochmal einen Teil deines Kapitals rauszubekommen. Das ist aber erstmal ein extrem langwieriger Prozess und die Erfolgschancen, die sind natürlich extrem gering. Von daher kümmere dich bitte vorher darum, und genau diese Situation, die wir gerade auch mit Binance mitbekommen, führt gerade dazu, dass der gesamte Kryptowährungsmarkt ein bisschen rückläufig ist, dass eben die meisten Kryptowährungen hier gerade im Preis fallen. Denn es gibt immer mehr, die hier scheinbar kalte Füße bekommen und lieber ihre Bestände abstoßen, anstatt in dem Fall also eher Ruhe zu bewahren, lediglich die Bestände von der Plattform runterzuholen und sie selbst zu verwalten. Wenn wir gerade über diese Bestände sprechen, die runtergeholt werden, da sehen wir durch Nansen zum Beispiel, dass mittlerweile 316 Millionen von der Plattform runtergebucht worden sind. Also wir haben hier einen Inflow von 783,8 Millionen Dollar und wir sehen hier einen Outflow von 1,1 Milliarden. Also gibt es hier auf jeden Fall einiges an Bewegung, und diese Bewegung, die wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit noch weiter fortsetzen. Was wir aber außerdem beachten müssen, ist, dass Binance die größte Exchange ist, die wir hier gerade haben. Wir sprechen hier von mehreren Milliarden Dollar, die sie an Reserven und so weiter haben, und hier gibt es erst einmal, jedenfalls wenn wir uns diese ganzen Daten angucken, noch keine Gründe von der Plattform komplett sich eben abzuwenden. Aber es gibt einige Red Flags, über die man eben auch sprechen muss, und deswegen gehen wir hier mal über einige Informationen. Das große Problem gerade an dieser Situation ist, dass es scheinbar immer mehr Investoren gibt, die im Crypto-Space unterwegs sind, die davon ausgehen, dass zum Beispiel Tether, Binance, DCG fallen werden, genauso wie eben auch ein Michael Saylor. All diese ganzen Gerüchte, die eben immer und immer wieder aufkommen, die weitergetragen werden, zum Teil deutlich aufgebauscht werden, obwohl das gar nicht der Fall ist, führen nun mal zu massiver Unsicherheit, und diese Unsicherheit führt automatisch eben auch dazu, dass der Markt natürlich reagieren muss. Er ist immer noch sehr, sehr bärisch, der gesamte Kryptowährungsmarkt. Wir befinden uns außerdem immer noch in dem Winter, und genau diese Punkte müssen wir natürlich weiterhin beachten, und es wird natürlich nicht einfach, wenn man sich mit dem Thema Proof of Reserve beschäftigt. Da gehen wir gleich nochmal detailliert drauf ein. Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass CryptoQuant sich mit dem Thema nochmal beschäftigt hat, und initial wurde das nämlich als Red Flag gekennzeichnet, dass es hier nämlich große Abweichungen gibt, aber diese Abweichungen scheint es in der Form eben nicht zu geben. Wenn wir uns nämlich die Informationen von CryptoQuant ansehen, dann scheint es so zu sein, dass 99% der Daten, die
quasi analysiert worden sind, also initial schon, dass die auch soweit gepasst haben und dass Binance also hier nicht in irgendeiner Form falsche Daten quasi kommuniziert hat und sich nicht falsch auditieren lassen hat. Und das sind natürlich wichtige Informationen, die ich als Investor natürlich brauche. Vorher ging es quasi darum, dass Binance vorgeworfen wurde, dass sie also nicht genug Bestände haben, um letztendlich zum Beispiel, wenn es einen Bankrun geben würde und alle ihre Bestände abziehen, dass sie dann nicht dazu in der Lage wären, ihre Bestände komplett oder beziehungsweise die Bestände von diesen letztendlich Anlegern eben auszahlen zu können, aber scheint so zu sein, als würde das in der Theorie grundsätzlich erst einmal funktionieren. Problem dabei ist natürlich auch, dass weiterhin nicht alle Wallets komplett öffentlich sind. Man weiß also nicht, ob Binance wirklich bzw. CZ alle Wallet-Adressen wirklich offen kommuniziert hat. Man muss erstmal davon ausgehen, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass die Daten, die kommuniziert worden sind, erstmal valide aussehen und dass man sich auf diese scheinbar verlassen kann. Aber, und das ist natürlich ein Learning aus der FTX-Geschichte, das hat bereits ein anderer CEO kommuniziert und trotzdem gab es dann anschließend einen massiven Zusammenbruch. Wichtig ist hierbei aber zu verstehen, ich spreche nicht darüber, dass Binance in der nächsten Zeit kapitulieren wird und zusammenbrechen wird. Das ist nicht meine Aussage, sondern wir sprechen erst einmal nur über die Daten und Fakten, die hier von allen möglichen Seiten aktuell geteilt werden. In dem Atemzug müssen wir noch über eine wichtige Proof-of-Reserve-Geschichte sprechen, denn die Plattform, die Binance auditiert hat, hat nun tatsächlich ihren Service gestoppt, gerade wenn es um das Thema Auditierung geht. Und hier müssen wir natürlich über die Informationen sprechen, die mittlerweile bekannt sind, denn das ist natürlich eine absolut schlechte Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Es scheint eben so zu sein, als würde damit eben auch FAT hier weiter befeuert werden. Natürlich glauben viele Investoren dadurch, dass Binance irgendwie Dreck am Stecken hat, aber das ist eben auch erstmal noch nicht zwangsläufig die Wahrheit der Geschichte. Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass es hier eine Plattform gibt, die nennt sich Mazars. Das ist eine Webseite, die letztendlich in dem Fall Binance und verschiedene andere Plattformen auditiert hat. Welche anderen Plattformen meine ich damit? Zum Beispiel OKX oder auch Gate.io. Also nachdem quasi Binance den ersten Schritt gegangen ist und gesagt hat, hey, wir möchten hier Proof of Reserve quasi zum Standard im Crypto-Space machen, sind eben auch diese Plattformen mit auf die Firma Mazars eben zugegangen und haben gesagt, hey, ich möchte auch, dass ihr uns hier quasi auditiert, einmal quasi einen kompletten Proof of Reserve Report erstellt und dass wir das eben entsprechend publizieren können und öffentlich machen können. Und nun ist es so, dass am 16. Dezember, also heute, durch Bloomberg kommuniziert worden ist, dass Mazars den Dienst komplett gestoppt hat und damit wurden auch die ganzen Audits und so weiter von der Plattform entfernt. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn das wird häufig eben auch als Red Flag wahrgenommen. Und es gibt außerdem eine große Reihe an verschiedenen Exchanges, die davon ebenfalls betroffen ist. Wir sprechen zum Beispiel von KuCoin, wir sprechen auch von Crypto.com zum Beispiel, die sich ebenfalls dazu entschieden haben, sich von Mazars hier auditieren zu lassen. Und nun ist es erst einmal so, dass Mazars also temporär jedenfalls ihre Arbeit in dieser Hinsicht eingestellt haben und sie arbeiten eben nicht mehr mit den verschiedenen Crypto-Clients weltweit zusammen. Unter anderem betrifft das, wie gerade schon gesagt, Crypto.com, KuCoin oder auch Binance. Und das große Problem dabei ist, dass die Daten also nun erstmal nicht mehr abrufbar sind und Binance hat wohl scheinbar angefangen mit den Big Four Auditoren hier quasi in Kontakt zu treten, um zu sagen, ey, Mazars ist jetzt gerade nicht mehr dazu bereit, uns zu auditieren. Wir wollen das aber unbedingt und bitte unterstützt uns hierbei. Und so wie es aussieht, sind aber die Big Four nicht dazu bereit, eine private Krypto-Unternehmung oder beziehungsweise ein Krypto-Unternehmen zu auditieren. Und damit steht natürlich Binance vor einem ziemlich großen Problem. Wir haben also eine Menge FAT, wir haben einen Stresstest, wir haben immer mehr Kapital, was abgezogen wird. Und jetzt fehlt auch noch die Firma, die also Binance auditiert. Und das ist natürlich eine ziemlich unschöne Situation. CZ hat dazu natürlich auch direkt erstmal Stellung bezogen auf Twitter und sagte, dass er noch nicht genau wüsste, warum das eigentlich so wäre und dass man als User die Plattformen am besten einfach selber fragen soll, um vielleicht eine Antwort zu bekommen. Und das finde ich ziemlich stark, er hat das Folgende gesagt, dass Blockchains public sind, also öffentlich zugänglich. Sie werden
quasi deswegen so gerne genutzt, weil wir hier absolute Transparenz haben oder beziehungsweise Pseudo-Anonymität in dem Moment, wo ich also eine Wallet-Adresse quasi mit einer Firma oder mit einer Privatperson verbinden kann, kann ich wirklich alle Transaktionen nachvollziehen. Und damit haben wir also den am besten zu auditierenden Ledger. Und genau darum geht es am Ende ja, dass also wirklich die Arbeit extrem einfach wäre, wenn man sich dazu bereit erklären würde. Aber die Big Four entscheiden sich eben scheinbar dagegen und wie gesagt, wird damit natürlich auch FAT hier gerade ordentlich nochmal zum Kochen gebracht. Das ist aber noch gar keine wirkliche problematische Situation. Natürlich muss Binance jetzt eine Lösung finden, um sich wieder auditieren zu lassen. Sie haben das Thema Proof of Reserve hier letztendlich massentauglich gemacht und haben als allererstes diesen Report eben erstellen lassen und genau in die Richtung sollte es auch in Zukunft gehen, damit man wirklich transparent und offen mit verschiedenen Plattformen eben arbeiten kann, weiß, worauf man sich einlässt und ob überhaupt genug Kapital vorhanden ist und genau diese Informationen brauchen wir. Von daher ist weiterhin der Tenor, man muss sich erstmal noch keine Sorgen um Binance machen, man sollte trotzdem natürlich vorsichtig sein und seine Bestände, gerade die man eben längerfristig halten möchte, unbedingt selbstständig verwalten, damit es im Fall der Fälle eben nicht zu einem Komplettverlust kommt. Mich würde an der Stelle natürlich interessieren, wie du aktuell zu dieser Situation stehst und was du glaubst, was in der nächsten Zeit so mit Binance passiert. Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Krypto-Video. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns morgen und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Ciao, ciao.